Guten Abend zusammen. Willkommen bei Dankecast Deutsch. Ich bin Henry. Und ich bin Emilia. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute haben wir ein sehr schönes und interessantes Thema für euch. Ja, genau. Heute sprechen wir über zwei sehr wichtige Feste in Deutschland, Weihnachten und Ostern. Beide sind sehr beliebt, aber sie sind auch sehr verschieden. Wir schauen uns heute an, was sie gemeinsam haben und was sie unterscheidet. Das wird wirklich interessant. Und bevor wir anfangen, eine Frage an euch. Welches Fest mögt ihr lieber? Weihnachten oder Ostern? Schreibt eure Antwort in die Kommentare. Wir lesen wirklich alles. Das ist kein Scherz. Ich fange an. Also, Weihnachten. Das ist für viele Menschen das größte Fest des Jahres. Es ist im Dezember am 25. und 26. Dezember. Und schon ab dem 1. Dezember beginnt die Weihnachtszeit. Der Dezember ist in Deutschland ein ganz besonderer Monat. Richtig. Der Dezember ist wirklich magisch in Deutschland. Überall gibt es Weihnachtsmärkte. Die Straßen leuchten mit Lichtern, es riecht nach Zimt, Glühwein und gebrannten Mandeln. Die Menschen trinken heißen Kakao und lachen miteinander. Es ist einfach wunderschön. Und Ostern? Ostern ist im Frühling, meistens im März oder April. Das genaue Datum ändert sich jedes Jahr. Ostern ist auch ein sehr wichtiges Fest, aber es fühlt sich anders an als Weihnachten. Es ist ein Fest des neuen Lebens und des Neuanfangs. Ja, ich finde Ostern viel ruhiger als Weihnachten. Bei Weihnachten ist überall so viel los. Überall Musik, Lichter, Menschenmassen auf den Märkten. Bei Ostern ist es ein bisschen entspannter. Die Natur erwacht, die Vögel singen, die Blumen blühen, die Sonne scheint wieder länger. Es ist einfach eine wunderschöne Zeit des Jahres. Das stimmt, aber lass uns über die Traditionen sprechen. Das ist immer der interessanteste Teil. Bei Weihnachten gibt es zum Beispiel den Weihnachtsbaum. Fast jede Familie in Deutschland hat einen Tannenbaum zu Hause. Man schmückt ihn mit Kugeln, Sternen, Lametta und Lichtern. Ja, das ist eine sehr alte und schöne Tradition. Und dann gibt es natürlich die Geschenke. Am Abend des 24. Dezember, das ist der Heiligabend, öffnen die Kinder ihre Geschenke. Das ist immer sehr aufregend. Die Augen der Kinder leuchten so hell wie der Weihnachtsbaum. Bei uns zu Hause war das immer magisch. Wir saßen alle zusammen im Wohnzimmer. Der Baum leuchtete wunderschön. Dann durften wir die Geschenke auspacken. Ich erinnere mich noch an jeden Moment. Habt ihr ähnliche Traditionen bei euch zu Hause? Schreibt es gerne in die Kommentare. Und bei Ostern, da gibt es die wunderbaren Ostereier. Man bemalt hartgekochte Eier in vielen Farben. Das machen vor allem Kinder sehr gerne. Es ist kreativ, bunt und macht so viel Spaß. Manchmal sitzt die ganze Familie am Tisch und bemalt Eier zusammen. Ja, und dann gibt es natürlich die Ostereiersuche. Der Osterhase versteckt die Eier im Garten oder im Haus. Die Kinder suchen dann alle Eier so schnell sie können. Das ist ein großer Spaß für die Kleinen. Und auch für die Erwachsenen, die zugucken. Ich erinnere mich noch sehr gut an meine Kindheit. Meine Mutter hat die Eier immer sehr kreativ versteckt. Einmal habe ich ein Ei erst im Sommer gefunden, Monate nach Ostern. Das war wirklich sehr lustig. Wir haben so viel gelacht. Haha, das kenne ich auch. Manchmal findet man die Eier wirklich erst Wochen oder sogar Monate später. Das macht Ostern so besonders. Es ist ein Fest voller kleiner Überraschungen und viel Lachen. Bei Weihnachten gibt es auch viele leckere Speisen. Was isst man typisch zu Weihnachten in Deutschland, Henry? Oh, da gibt es wirklich viel. Zum Beispiel Gänsebraten mit Rotkohl und Kartoffelklößen. Das ist ein klassisches Weihnachtsessen in vielen deutschen Familien. Und natürlich der Weihnachtsstollen. Das ist ein Brot mit Trockenfrüchten, Nüssen und Marzipan. Er schmeckt herrlich. Und die Weihnachtsplätzchen nicht vergessen. Lebkuchen, Zimtsterne, Spritzgebäck, Vanillekipferl. Bei Weihnachten gibt es so viele süße Sachen. Ich liebe das wirklich sehr. Jeden Dezember backe ich mit meiner Familie. Das ist eine unserer liebsten Traditionen. Ja, die Weihnachtsbäckerei ist etwas ganz Besonderes. Viele Familien backen gemeinsam in der Küche. Es duftet wunderbar durch das ganze Haus. Und man verbringt dabei viel Zeit zusammen. Das ist schön und wertvoll. Und bei Ostern? Was isst man da, Henry? Bei Ostern gibt es natürlich Eier in vielen Variationen. Aber auch Lammfleisch ist traditionell zu Ostern. Und süße Sachen wie das Osterlamm, das ist ein kleiner Kuchen in Lammform. Er wird mit Puderzucker bestreut. Sehr niedlich und sehr lecker. Und natürlich der Schokoladen-Osterhas. Das ist für viele Kinder das Beste an Ostern. Ein großer Hase aus Vollmilchschokolade. Nur daran zu denken macht mich schon glücklich. Habt ihr auch einen Lieblingsschokoladenhasen? Schreibt es uns. Ja, das stimmt. Ich finde aber, dass Weihnachten und Ostern beide sehr wichtig für die Familie sind. Bei beiden Festen kommt die Familie zusammen. Man isst gemeinsam, man lacht, man erzählt Geschichten, man spielt Spiele. Das ist das Herzstück beider Feste. Das ist vielleicht das Wichtigste von allem.
Nicht die Geschenke oder die Schokolade oder die Eier, sondern die Zeit mit der Familie und den Menschen, die man liebt. Das vergisst man wirklich nie. Genau. Und was ist mit der Religion? Beide Feste haben einen religiösen Hintergrund. Weihnachten feiert die Geburt von Jesus Christus und Ostern feiert die Auferstehung von Jesus. Das sind zwei der wichtigsten Ereignisse im Christentum. Das stimmt. Aber viele Menschen in Deutschland feiern diese Feste auch ohne religiösen Hintergrund. Es sind für sie einfach schöne Familienfeste und Feiertage. Das ist auch völlig in Ordnung. Jeder feiert auf seine eigene Weise. Absolut. Die Feste verbinden Menschen, egal ob man religiös ist oder nicht. Sie bringen Wärme, Freude und Gemeinschaft in das Leben. Das ist ihr größtes Geschenk an uns alle. Eine interessante Frage für euch. Feiert ihr Weihnachten oder Ostern in eurem Land? Gibt es ähnliche Feste bei euch zu Hause oder ganz andere Traditionen? Wir sind wirklich sehr neugierig. Schreibt uns in die Kommentare. Wir freuen uns auf eure Antworten. Ja, das würde uns sehr interessieren, denn jedes Land hat seine eigenen Traditionen und Feste. Das ist so bereichernd. Man lernt immer etwas Neues. Die Welt ist wirklich so vielfältig und wunderschön. Lass uns auch über die Farben und Symbole sprechen. Das ist auch ein schöner Vergleich. Bei Weihnachten denkt man sofort an Rot, Grün und Gold. Der rote Nikolaus, der grüne Tannenbaum, goldene Sterne und glänzende Kugeln. Ja, und bei Ostern sind die Farben viel bunter und fröhlicher. Gelb, blau, rosa, grün, orange. Die Ostereier sind in allen Farben des Regenbogens. Es ist sehr fröhlich und bunt. Es passt perfekt zum bunten Frühling. Die Symbole sind auch sehr unterschiedlich bei Weihnachten. Der Stern über Bethlehem, die Kerzen im Advent, der Schlitten vom Weihnachtsmann, der Tannenbaum, die Krippe mit Maria und Josef. Und bei Ostern das Ei als Symbol des neuen Lebens, der Hase als Symbol der Fruchtbarkeit, das Lamm, die Frühlingsblume, der Schmetterling. Alles steht für Auferstehung, neues Leben und neuen Anfang. Das finde ich wirklich sehr bedeutungsvoll. Ich auch. Ostern ist ja wirklich ein Fest des Neuanfangs. Der lange, kalte Winter ist vorbei. Die Natur beginnt wieder neu zu wachsen und zu blühen. Das gibt einem ein wundervolles, hoffnungsvolles Gefühl. Und Weihnachten? Was bedeutet Weihnachten für dich persönlich, Emilia? Weihnachten bedeutet für mich vor allem Wärme und Geborgenheit. Es ist kalt und dunkel draußen, aber drinnen ist es warm, hell und gemütlich. Das Kerzenlicht, der geschmückte Baum, die Familie um den Tisch. Es ist wie eine große, weiche Umarmung, ein Gefühl, das ich sehr liebe. Das ist wirklich wunderschön gesagt, Emilia. Für mich bedeutet Weihnachten vor allem Kindheitserinnerungen. Ich denke immer an meine Großeltern, an das alte Haus auf dem Land, an den Geruch von frisch gebackenen Plätzchen und heißem Tee. Erinnerungen sind so unglaublich wichtig. Und diese Feste schaffen Erinnerungen, die ein Leben lang bleiben. Das ist vielleicht ihr größter Wert. Sie verbinden uns mit unserer Familie und unserer Vergangenheit. Absolut. Sagt uns, welche Erinnerungen ihr mit Weihnachten oder Ostern verbindet. Das interessiert uns wirklich sehr. Jede Geschichte ist willkommen. Und jetzt noch etwas für unsere Deutschlernenden. Hört ihr Unterschiede in der Aussprache zwischen den Wörtern? Zum Beispiel Weihnachten und Ostern. Sehr verschiedene Klänge, oder? Übt diese Wörter laut nach. Das hilft euch sehr beim Sprechen. Ja, und hört einfach weiter zu. Je mehr ihr hört, desto besser wird euer Deutschgefühl. Das ist unser Versprechen an euch. Ihr macht das wirklich großartig. Lass uns noch kurz über die Vorbereitungen sprechen. Wie bereitet man sich in Deutschland auf Weihnachten vor? Schon im November beginnen viele Menschen mit den Vorbereitungen. Sie kaufen Geschenke, sie dekorieren das Haus Schritt für Schritt, sie schreiben Weihnachtskarten. Der Advent beginnt 4 Wochen vor Weihnachten und bringt eine besondere Stimmung mit sich. Der Adventskalender, den dürfen wir auf keinen Fall vergessen. Fast jedes Kind in Deutschland bekommt einen Adventskalender. Jeden Tag im Dezember öffnet man ein kleines Fensterchen und findet eine kleine Überraschung. Manchmal Schokolade, manchmal ein kleines Spielzeug. Das ist so wunderbar. Ja, der Adventskalender ist eine tolle Tradition. Ich hatte als Kind immer so viel Freude daran. Man kann am Abend kaum warten bis zum nächsten Morgen. Der Dezember vergeht wie im Flug. Und wie bereitet man sich auf Ostern vor? Bei Ostern kauft man Farbe und kleine Pinsel für die Eier. Man kauft Schokoladeneier, kleine Überraschungseier und natürlich den großen Schokoladenhasen. Und man überlegt sich gute Verstecke für die Ostereiersuche. Manche Familien basteln auch zusammen. Sie machen Osterkränze aus frischen Zweigen und bunten Blumen. Oder sie hängen bemalte Eier an die Äste von Bäumen im Garten. Das sieht so wunderschön aus, wie ein Kunstwerk in der Natur. Ja, das stimmt. Die Osterdekoration ist sehr natürlich, frisch und leicht. Ganz anders als die Weihnachtsdekoration, die eher warm, dunkel und gemütlich ist.
Beide Stile sind wunderschön auf ihre eigene Weise. 2 verschiedene Jahreszeiten, 2 verschiedene Stimmungen, 2 verschiedene Gefühle, aber beide Feste schenken uns Freude und Zusammenhalt. Ich möchte noch eine praktische Frage stellen. Welches Fest ist teurer? Weihnachten oder Ostern? Was denkt ihr? Oh, das ist eine sehr gute Frage. Ich denke, Weihnachten ist deutlich teurer. Die Geschenke kosten oft viel Geld. Viele Menschen kaufen Kleidung, Elektronik, Bücher, Spielzeug. Die Kosten können wirklich hoch werden. Ja, das stimmt leider. Ostern ist im Vergleich dazu viel günstiger. Ein paar Schokoladeneier, ein Osterhase aus Schokolade, etwas Farbe für die Eier. Das reicht schon für ein schönes Fest. Man muss wirklich nicht viel Geld ausgeben. Aber wie wir schon gesagt haben, es geht nicht ums Geld. Es geht um die Zeit miteinander, um das Lachen, um die Freude. Das sind die Dinge, an die man sich wirklich erinnert. Absolut. Das ist das Wichtigste im Leben. Und mit wenig kann man schon sehr glücklich und dankbar sein. Das lernen wir von diesen Festen. Wir kommen jetzt langsam zum Ende unserer heutigen Episode. Aber vorher noch eine letzte Frage an euch alle. Was ist eure absolute Lieblingstradition zu Weihnachten oder zu Ostern? Ja, schreibt es uns unbedingt in die Kommentare. Wir lesen jeden einzelnen Kommentar und freuen uns riesig darüber. Und wenn ihr diese Episode interessant und hilfreich fandet, dann gebt uns bitte einen Daumen hoch. Das hilft uns wirklich sehr. Und vergesst bitte nicht, den Kanal zu abonnieren. Wir veröffentlichen regelmäßig neue Episoden auf Deutsch. Immer einfach, immer natürlich, immer interessant und immer nur für euch gemacht. Genau. Danke Cast Deutsch ist euer Deutsch-Podcast für jeden Tag. Wir sind wirklich sehr froh und dankbar, dass ihr bei uns seid. Bleibt dran und übt jeden Tag ein bisschen Deutsch. Auch wenn es nur 10 oder 15 Minuten am Tag sind. Es zählt wirklich. Jeder kleine Schritt bringt euch näher ans Ziel. Ihr schafft das. Wir glauben an euch. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und für eure Zeit. Es war uns eine große Freude. Wir sagen Tschüss und bis zur nächsten Episode. Guten Abend und auf Wiedersehen. Bleibt gesund, bleibt neugierig und bis bald, ihr Lieben.